Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Heute zeige ich euch die Internetseiten, die ich am meisten verwende, wenn ich den Speed von meinen Geräten testen will oder wenn ich irgendwo bin und den Verdacht habe, dass das Internet irgendwelche Probleme macht. Die Seiten, wo ich finde, kann man am meisten rausholen und die wollte ich mit euch mal kurz durchgehen. Den ersten Test, den ich euch vorstellen will, der heißt Fast. Fast.com ist die Seite. Und der macht seinem Namen alle Ehre. Also ich habe mehrere Testdurchläufe. Der hat im Mittel eine Testzeit von ungefähr 8 Sekunden. Dann ist er da fertig. Könnt ihr hier live dabei sein. Also ist wirklich sehr, sehr schnell. Ansonsten hat er aber sehr wenig Informationen. Also er zeigt einem den Download-Speed und wenn man auf weitere Informationen zeigt er noch Upload. Das passt ganz gut. Und dann hat er noch 2 Latenzzeiten, einmal Unloaded und einmal Loaded. Das ist eben für Netflix wichtig. Von denen ist der Test gemacht. Und die wollen eben das wissen, wie die Geschwindigkeiten eben unter Last sind. Mehr kriegt man da nicht raus. Aber dafür ist er eben unglaublich schnell gemacht. Und wenn man mal nur schnell gucken will, ist alles in Ordnung mit meinem Netz, dann ist der absolut zu empfehlen. Den zweiten Test auf meiner Liste, den kannte ich selber noch gar nicht. Der heißt speed-testen.de und der ist erstaunlich schnell, hat aber eine ganze Menge mehr Informationen. Also er hat zusätzlich zu Download und Upload auch noch den Ping und den Jitter. Was der Jitter genau ist, komme ich im letzten Test dazu. Das ist sehr interessant und er macht auch hier unten nochmal eine grobe Aussage, was das überhaupt bedeutet. Also ist der Download schnell oder langsam? Bei mir ist beides langsam. Gut, viel mehr hat meine Leitung nicht. Der Ping ist gut und der Jitter sei sehr stabil. Ich finde das interessant. Das ist für Leute, die sich nicht so genau damit beschäftigen, was das überhaupt bedeutet, einmal eine grobe Übersicht, was die Zahlen hier aussagen sollen. Und dann wird noch eine ganze Menge erklärt hier und so weiter und so fort. Ist also durchaus ein Test, den man mal starten kann. Der ist in meiner Testreihe der zweitschnellste gewesen mit durchschnittlich 25 Sekunden. Also eine Sache, die man schnell erledigt hat und dann Bescheid weiß. Als drittes habe ich mal einen der Klassiker aufgenommen. Den gibt es schon ganz lange. Der ist www.wieistmeineip.de und da gibt es Ping-Tests und Speed-Tests und alle möglichen anderen Tests. Allerdings ist der komplett überfrachtet mit Werbung, die Seite. Das ist also wirklich hier extrem, wie das vollgestopft ist. Aber der liefert ganz gute Ergebnisse und da der hinten dran eine relativ große Datenbank hat, kann man auch ganz gut vergleichen, ob die eigene Leitung mindestens hier in der Region irgendwie besonders langsam oder besonders schnell ist oder ob es da Probleme gibt. Also hier sind so Statistiken und man kann auch in der Datenbank gucken lassen, wie die einzelnen Anbieter hier, was die schaffen und so, sodass man einen guten Überblick hat, kann man hier seine Postleitzahl eingeben und so weiter. Das ist hier der große Vorteil von dem Test, dass man also hier gucken kann, ob man schnell ist und ob man im Verhältnis zu anderen in der Region irgendwie langsam oder schnell ist. Hier ist so eine Übersicht aus den einzelnen Tarifgruppen, wo ich dann hier bin und so. Das ist die Stärke von dem Test, dass man da so viele Daten noch zur Verfügung hat und sich eben vergleichen kann. Hier unten geht das alles mögliche weiter, VPN-Software und so weiter. Also es ist halt werbelastig, aber auch mit vielen Informationen. Also www.wieistmeineip.de und da kann man dann auswählen, ob Speed-Test oder Ping-Test und so weiter. Und schon kommen wir zu Nummer 4 auf der Liste. Einen Test, den ich persönlich schon sehr lange verwende und auch schön finde. Speedtest.net. www.speedtest.net. Dessen Stärke besteht darin, dass man hier einen Account anlegen kann. Also man kann nicht nur seine Settings dort hinterlegen, wie man sie gerne hätte, sondern man kann zusätzlich auch noch einen Account anlegen und hat dann historische Werte, kann also gucken, wie sich die Internetverbindung verbessert und verschlechtert hat und natürlich auch wieder eine große Datenbank zu allen aus der Region. Weiterhin macht er hier den Upload und Download und den Ping. Einmal beim Upload und einmal beim Download und dann gibt es noch so ein Jitter. Und das ist allerdings immer ein Average, also ein Mittelwert. Und was hier auch noch dazu kommt, man kann ja auch noch gucken, ob es irgendwo gerade Internetprobleme gibt. Also wenn man auf die Seite geht und
das macht, weil man irgendwie das Gefühl hat, das Internet läuft nicht richtig oder irgendwas stimmt nicht, dann kriegt man hier gleich die wichtigsten Meldungen auch noch angezeigt. Also wie gesagt, am besten hat man einen eigenen Account hier, da muss man sich natürlich dann einloggen, aber dann hat man auch sämtliche Settings, die man da hinterlegt hat, gleich mitgespeichert. Und man kann natürlich auch noch seine Werte hier irgendwie teilen. Ich weiß nicht, wozu es gut ist, seinen Speed zu teilen, ein bisschen angeben oder was, ich keine Ahnung. Na gut, jedenfalls das kann der und ist natürlich alles kostenlos. Also ich stelle euch hier sowieso nur kostenlose Tests zur Verfügung. Okay, und geht's weiter. Jetzt kommen die Favoriten. Der Test hat allerdings schon etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Also ich habe in meinem Test hier gemessen, 40 Sekunden braucht der Minimum und so ein Average von 45 Sekunden habe ich da ungefähr, bis man hier Resultate hat. Das ist manchmal schon lange, also 45 Sekunden da zu sitzen. Ist manchmal nervig, gerade wenn man verschiedene Tests macht und dann Einstellungen von der Netzwerkkarte oder so überprüft, dann finde ich, ist das schon relativ lange. Daher ist der dann nicht so ideal geeignet. Der nächste heißt Zack und der ist direkt von Fritz gepowert. Also sieht man hier, das hat alles mit Fritz zu tun. Das machen die, das läuft auf deren Server. Der ist allerdings sehr übersichtlich. Da gibt es nur Download und Upload und Ping. Mehr kann er nicht. Und er macht auch keine Aussagen, ob das gut oder schlecht ist. Hier macht er so eine kleine History, aber das sind nur die eigenen Messwerte. Also wenn ich jetzt 10-mal hier messe, dann sind das 10-mal meine Werte. Also man hat keinerlei Informationen, ob das woanders genauso langsam ist oder so. Ist ein einfacher Test, nichts Besonderes. Ich habe den mal reingenommen, einfach weil der von Fritz gehostet wird. Weil ich ja sehr viel mit Fritz mache, dachte ich, packe ich den mal dazu. Aber das ist eher eine Notlösung. Den nehmen die und da ist auch in der Fritzbox, wenn man bei Speed guckt, ist da ein Link auf diese Seite. Nun gut, sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Ist ein bisschen sonderbar. Hier gibt es noch eine Info und da wird dann gesagt, okay, wenn das schneller als 30 Millisekunden ist, ist das gut. Wenn langsamer. Wenn das zwischen 30 und 50 Millisekunden liegt, ist das mittel und man mehr als 50 Millisekunden ist das schlecht. Da frage ich mich dann halt, wenn man das doch schon hinschreibt, da könnte man doch gleich das hier auswerten und darunter gut, mittel oder schlecht schreiben. Was soll da eine Legende? Also es ist ein sehr, sehr einfacher Test. Ja. Und dafür, dass der Test sehr einfach gehalten ist und kaum Informationen liefert, ist er auch noch sehr langsam. Also in meinen Tests hat er 50 Sekunden gebraucht, bis er fertig war. Und das finde ich eigentlich dann schon zu viel. Also wie gesagt, den empfehle ich nicht, sondern der ist eher der Vollständigkeit halber, weil er eben von Fritz ist. So, jetzt kommen wir zu meinem aktuellen Favoriten. Jedenfalls, was die Aussagekraft angeht. Diesen Test finde ich super. Da sind ganz viele Sachen getestet. Da ist viel Information drin. Und ich finde, er ist auch sehr übersichtlich gestaltet. Kann man alles eigentlich auf einen Blick sehen. Also, hier. Oben ist wie immer Download und Upload. Dann ist die Latenz. Auch wieder für Download und Upload. Und jetzt ist besonders schön der Jitter. Jitter auch nochmal für Download und Upload. So, und jetzt kommen wir dazu. Was ist Jitter? Jitter ist die Varianz der Latenz. Klingt kompliziert. Es geht aber einfach darum, Latenz ist ja die Verzögerung von den Daten oder den einzelnen Paketen, wie sie eben ankommen oder wie sie abgeschickt werden. Und das ist nicht immer gleich. Manchmal geht es schneller, manchmal weniger schnell. Und das ist eben der Jitter. Ideal wäre es, wenn es immer genau dieselbe Latenz wäre. Das würde für viele Anwendungen besser funktionieren. Gerade beim Online-Gaming ist es so, dass die Server von den Spielen sich auf den jeweiligen Latenzwert anpassen, sodass alle Spieler mehr oder weniger die gleiche Latenz kriegen, intern. Da wird verzögert, so dass das einigermaßen passt. Aber wenn wir jetzt eine dauernde Abweichung haben, mal ist es schneller, mal ist es langsamer, also einen großen Jitter, ein Hin- und Her-Wackeln heißt es eigentlich auf Deutsch, dann kann eben der Spieleserver nicht darauf reagieren. Und wenn man dann eine geringe Latenz eingestellt kriegt, das heißt, er reagiert kaum oder mit wenig Verzögerung und dann hat man auf einmal viel Verzögerung, dann ist man benachteiligt. Genauso ist es bei Videochat oder bei Videostreaming. Änderungen sieht man dann. Während wenn es gleichmäßig eine Verzögerung gibt, dann können sich die Systeme darauf anpassen. Das verschwindet dann irgendwann.
Deshalb ist es hier so schön, dass das hier sauber dargestellt wird. Das sind immer hier diese Balken, wo eben dargestellt wird, wie stark das ist. Finde ich sehr interessant, ist schön zu sehen und ist ein Punkt, der bei vielen diesen Tests gar nicht gut dargestellt wird. Dann hier Lost Packets. Insgesamt sind 1000 Pakete übertragen und 200 Megabyte braucht er dafür. Also es ist relativ viele Daten. Das ist kein Test, den ich mit meinem Handy dauernd machen würde, weil er eben massenweise Datenvolumen verbraucht. Dann hat er aber besonders schön hier, das Measurement wird eben so grafisch aufbereitet. Da wird nicht nur geguckt, welchen Zielpunkt man erreicht hat, sondern es wird so richtig die Bandbreite gezeigt, also in welchem Bereich er die Daten empfangen hat, was das Maximum, das Minimum war, wie weit es auseinandergedriftet ist und das Ganze für 100 Kilobyte, 1 Megabyte und 10 Megabyte. Und das Ganze nochmal für den Upload. Und die Latenz ist auch nochmal unterteilt, die Unloaded-Latenz, dann die Latenz während des Downloads und die Latenz während des Uploads und das nochmal als Bereich. Die sind bei mir sehr gut, deshalb sieht man da nicht viel, aber da wird also so eine Bandbreite gezeigt, also nicht nur einzelne Punkte, da sieht man also richtig, was wirklich gelaufen ist. Finde ich sehr gut gelöst. Und für diejenigen, die da nicht so genau drauf gucken wollen und da die Daten auswerten, gibt es nochmal eine easy Zusammenfassung. Also für Streaming ist Average, für Online-Gaming wäre das pur und für Video-Chatting ist das wieder Average. Ja, dann hat er hier noch so eine Location, wo er denkt, wo ich wohne. Nun gut, aber dieser Test finde ich einer der besten, wenn man mal wirklich das analysieren will, was so läuft. Aber, Nachteil, er dauert 1 Minute und 30 Sekunden. Ist damit der allerlängste Test von allen, den ich hier habe. Der wird von Cloudflare gehostet, also speed.cloudflare.com ist die Adresse. Und Cloudflare, die wissen schon, wie Internet funktioniert. Das ist ja ein ganz großer Anbieter. Und die haben das jetzt seit neuestem, also es ist noch gar nicht lange her, dass es diesen Test gibt. Und der ist, wie gesagt, so für den Endverbraucher gedacht und finde ich super. Aber den würde ich jetzt nicht für jeden Tag nehmen, weil der ja doch sehr aufwendig ist und 1 Minute 30 da warten, muss man auch mal machen. Also wenn man schnell mal irgendwelche Daten überprüfen will, dass man in seiner Netzwerkkarte verschiedene Dinge einstellt und gucken will, so A-B-Vergleich, ist der Test vielleicht nicht ideal, weil die Wartezeit ist, finde ich, zu lange. Aber um viele Informationen rauszusammeln, ist es auf jeden Fall eine super Lösung. Er hat noch ein Feature. Man kann das hier nochmal runterladen, das Ergebnis. Und dann kann man sich das lokal angucken. Also man kann das als Excel-Datei speichern. Und dann kann man das nochmal getrennt auswerten, wer das wirklich machen will. Also hier ist der Download-Button in CSV-Format. Ist natürlich der Knaller. Also da kann man wirklich eine sehr aufwendige Auswertung machen. Das ist natürlich schon Profi. Und noch ein kleines Update zur Laborversion und zur endgültigen Fritz-Version von AVM bzw. Fritz. Da hat sich wieder viel getan. Also es ist einmal so, dass es eine neue Version von dem Android-System für die Laborversion von Android gibt. Also Fritz-App ist neu. Dann sind wieder einige dazugekommen bei der Laborversion. Die 4590 und die 4050 haben jetzt Laborversionen bekommen. Und eine ganze Menge Fritz-Boxen haben jetzt endgültige Versionen von der 820. Unter anderem die 7590 AX und die 5530 Fiber. Das Smart Gateway hat eine endgültige Version bekommen. Und die 7583 in den 2 Varianten ist jetzt auch endgültig. Die 5530, die gab es schon, die habe ich schon beim letzten Update erzählt. Nun ja, dann haben wir hier noch Powerline-Module, da bin ich nicht ganz sicher, ob die das letzte Mal auch schon im Labor waren. Ich glaube nicht, müsste ich mal nachgucken. Und da haben wir wirklich eine ganze Menge. Den einzigen Repeater ist der 7540, hieß der. Den gibt es leider nicht mehr. Der wird wohl nicht mehr gepflegt. Na gut, also könnt ihr mal wieder gucken, ob es Laborversionen für euch gibt, beziehungsweise ob ihr jetzt auf die 820 umsteigen könnt, wenn ihr einen von diesen Boxen habt.
dann ist das eine endgültige Version, die dann auch laufen sollte. Ich werde auch noch ein kleines Update machen oder einen kleinen Bericht, wie das bei mir funktioniert, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Probleme gefunden. Das ist alles noch nicht so doll. Also wahrscheinlich wird es da auch irgendwann mal nochmal ein Update geben müssen. Aber was soll's, im Moment geht's schon mal. Dann, wie immer, lasst ein Like und ein Abo da. Hit the Like-Button, ja. Und ansonsten viel Spaß im Netz. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.